So, willkommen wieder bei SCP Secret Files. Wir starten jetzt mit dem nächsten Auftrag. Wir haben wieder Dateien zu klassifizieren. Es geht wieder hier, was wir eben auch schon gemacht haben, im vorherigen Teil müssen wir uns jetzt um den nächsten Fall kümmern. Das Objekt ist ein asymmetrisches Tongefäß mit einer Höhe von 23 cm und einem Durchmesser von 28 cm. Aber lassen Sie sich nicht von dessen Erscheinung täuschen. Es ist ein Organismus, eine Gebärmutter. Ja, eine Gebärmutter aus Ton. SCP-660 kann sicher in einem standardgemäßen Schließfach gelagert werden, unter der Voraussetzung, dass dessen Öffnung mit einer unbeweglichen Plexiglasscheibe bedeckt wird, die mit manipulationsgeschütztem Isolierband fixiert wird. Testprotokoll zu experimentellen Einsätzen mit SCP-660 am Menschen. Laborbericht 660a. Probenzustand. Hautfetzen der vom linken Oberschenkel der Leiche von D612 abgetrennt wurde. Der Spender war vor dem Tod in jeglicher Hinsicht gesund. Okay. Probenverwendung. Die Gewebeprobe blieb für einen Zeitraum von 2 Monaten in SCP-660. Ergebnis: tägliche Gewebeentnahmen deuten darauf hin, dass die Probe lebensfähig ist. Zellprobe des Gewebetransplantats werden in vitro gezüchtet und weisen eine Prädisposition für präkanzeröse und kanzeröse Wucherungen auf, also Krebs. Laborbericht 660b. Hautfetzen der vom linken Oberschenkel der Leiche von DE612 abgetrennt wurde. Probenverwendung. Die Gewebeprobe blieb für einen Zeitraum von 2 Monaten in SCP-660 und wurde dann in den Torso eines Mitarbeiters der Klasse D transplantiert, welcher daraufhin Verbrennungen 2. und 3. Grades erlitt. Die Anomalietestakte des Empfängers enthielt keine Informationen zur Kontraindikation hinsichtlich SCP-660. Ergebnis: das Gewebetransplantat erfüllt seinen Zweck ohne Komplikationen. Es heilt entsprechend den üblichen Schritten der Verklebung, Serumhemmung und Revaskularisation. Allerdings führt die Verbrennung der Hautbarriere wie bei ernstzunehmenden Verbrennungen üblich zu einer Infektion und schließlich zu einem tödlichen septischen Schock. Ja gut. Obduktionen und Untersuchungen haben ergeben, dass das Hauttransplantat, hätte der Empfänger überlebt, wieder seine vollständige histologische Struktur und Funktion zurückerlangt hätte. Laborbericht 660c. Ein lebendes Mitglied der Spezies Musculus, Hausmaus, Balb C-Stamm, wurde für Testzwecke beschafft. Durch die Anwendung von SCP wurde das Bewusstsein von D614 in das Exemplar eingepflanzt. D614 wurde aufgrund seiner nachgewiesenen Resistenz gegen die negativen Effekte anhaltender Isolation und Reizabschirmung ausgewählt. Das Exemplar blieb für einen Zeitraum von 2 Monaten in SCP-660. Ergebnis: unerwarteterweise war SCP nicht dazu imstande, das Bewusstsein von D614 in dessen ursprünglichen Körper zurückzuführen, nachdem es aus SCP-660 entfernt wurde. Es wurde eine Rechnerschnittstelle entwickelt, um eine 2-Weg-Kommunikation mit D614 zu ermöglichen. Sobald D614 mit dieser Schnittstelle vertraut war, wurde ein Interview durchgeführt. Im Folgenden ist ein Ausschnitt davon aufgeführt. Dr. Brown, ich schätze, ich muss mich auf Ihr Wort verlassen. Und wie hat sich das angefühlt? D614, einschnürend und streckend. Dr. Brown, können Sie das bitte näher ausführen? D614, was glauben Sie wohl, wie es sich angefühlt hat? Selbst Mäuse müssen wachsen, sich bewegen und leben. Jede Zelle in mir war angespannt, aber ich konnte nichts tun. Ich dachte, ich würde explodieren. Der vollständige Inhalt des Interviews wurde als geheim eingestuft. Eine Autopsie offenbarte präkanzeröse Wucherungen, die sich durch den ganzen Körper der Maus erstreckten. Nachtrag. Heute wurde SCP-6601 neutralisiert. SCP-660 existiert nicht länger in anderen Zuständen oder Formen. Es wurde von der Foundation als sicher eingestuft. Die Forschungsarbeiten an SCP-6601 werden am Forschungsinstitut für Reliquien fortgesetzt. Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabe 4660 haben Zugang zu näheren Informationen. Oh, da kommt ja noch mehr. Gut, den lesen wir noch. Laborbericht 660d. Rechter Arm, der durch eine traumatische Amputation direkt unterhalb des Ellenbogens abgetrennt wurde. Probenverwendung. D778 wurde ernsthaft in einem Vorfall mit SCP verletzt. Die abgetrennte Gliedmaße wurde im Rahmen der Säuberungsoperation geborgen. Das Subjekt hatte eine sofortige
Rekonstruktionsoperation aufgrund anderer Verletzungen, einschließlich schwerer Gefäßschädigung, nicht überlebt. Die abgetrennte Gliedmaße wurde in SCP-660 mit der Absicht konserviert, die Lebensfähigkeit des Gewebes aufrechtzuerhalten. Ergebnis: rechter Arm konnte erfolgreich wieder am ursprünglichen Körper angebracht werden. Das Subjekt berichtet trotz schlechter Prognosen, die sich an den schwergradigen Gewebeavulsionen und ernsthaften Nervenschäden als Folge des ursprünglichen Unfalls orientierten, von zurückkehrenden Empfindungsvermögen in den Fingern der rechten Hand. Die Biopsie wies wenige bis keine präkanzerösen Zellwucherungen auf. Die Transplantation war ein voller Erfolg. D778 bleibt zur weiteren Beobachtung. Nachtrag: Versuche mit SCP-660 am Menschen wurden aufgrund des plötzlichen Todes von D778 durch ein Teratom mit bösartiger Transformation ausgesetzt. Ich war schon Zeuge von Fetus in Fetu, aber ich habe noch nie gesehen, wie ein Fetus versucht hat, während einer Autopsie meine Probe zu ergreifen. Ein Fötus. Ach du Scheiße. Was erwartet uns hier? Okay, die nächsten. Ach du ich lese das jetzt nicht alles vor, glaube ich. Wir fügen das mal rüber. Es geht um Bäume in Japan. Wenn ihr euch das alles durchlesen wollt, dann macht einfach Pause. Es ist einfach zu viel. Ich lasse das nochmal einen kurzen Moment laufen und zünd mir noch also da könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen und zünd mir mal einen Moment eine Zigarette an. Weil ich glaube, das startet den nächsten SCP. So, ich scroll mal nach unten, wenn ihr da auch noch lesen wollt. So, da. Also es geht um Bäume mit Blütenblättern, die extremst scharf sind und schon einige Leute getötet haben. So, wir senden das mal ab. Ach, das geht ja noch weiter. Ach Mann, ey. Zehnmal verwendet, wobei eine Transaktion der japanischen Yen entspricht, nicht überschritten werden darf. In Anbetracht der Dringlichkeit hat sich die Foundation, das haben wir schon gemacht. Coke Zero. Cheetos. Black. Yan Yan. Ein einzelnes Paket Yan Yan Dip mit Pfirsichgeschmack. Pepsi Dragon Quist. Das würde ich gerne mal probieren. Das klingt interessant. Drachenfrucht. Darkside Cola. Ja, cool. Cola, die eine klare Flüssigkeit ist, sobald sie mit Luft in Kontakt kommt, wird sie dunkelschwarz. Cola irgendwie würzig. Das klingt geil. Auch interessant. Das ist schon cool, was es hier alles gibt. Also das Spiel ist so tiefgehend, ey. Alter. Was SCP angeht. Die Tiere werden lebendig gekocht. Ach du Scheiße. Professor Kain beschrieb den Geschmack als knusprig würzig mit einer Spur Rindfleisch. Was zur Hölle? Heftige Explosion hat diese Dose verursacht. Mehrere Wissenschaftler wurden schwer verletzt, 2 starben. Test abgebrochen. Wir sind fertig. Ja. Sind wir. Alter, ist dieses Spiel heftig.
Habt ihr nicht mich vergessen? Monatliche Vorlesung. Oh, das klingt interessant. Dr. Trevor. Interessant, bin dabei. Daniel Trevor. Wir könnten die da machen. Genau. Los geht's. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so heftig wie eben. Also eben das mit dem König, das war schon krass. Das war schon krass. Oh, cool. There are many stories in this world. Das ist ja schön. Auch die Musik. All over the world. Some are hidden in dust and known only by a handful of people. Today I'm going to tell you a story no one else has heard before. A real story of mystery and wonder and adventure. And then you too will become the guardian of this story. The story takes place in a world of long ago. Das ist ja cool. The hero of our story Cool gemacht. is a little boy. His name Daniel. is Daniel. Die Geschichte könnte One etwas day, entspannter werden. out of Hoffe ich doch. nowhere, Daniel got a serious case of chicken Windpocken hatte ich als Kind auch mal. It made it Unschön. look like a strawberry. Ja. To make sure he didn't spread it to others, Mrs. Page, the principal, had him isolate in an attic. And so, in the attic he lived, Oh, der Arme. all on his own. Der arme Daniel. Mr. Daniel, while up here in this attic, you'll have plenty of time to practice your penny whistle. Penny I Whistle. hope you'll practice well and prepare for next month's art festival. But Mrs. Page, the melody is so difficult. Don't give up, boy. You don't give up before you fight. So, was müssen wir jetzt machen? D? Daniel was reluctant at first, but he trusted Mrs. Page, and he knew he should listen. And so he practiced the penny whistle. Ja, cool. ASDF Space. ASDF Space, okay. Dann leg mal los. Ah. Schön. Das ist cool. Suddenly, he heard some strange noises Das in ist the cool. corner of the attic. Das ist mal ein cooles SCP. Huh? Who's there? Daniel decided to go over and take a look. Ey, geile Ey, das ist schon wieder eine ganz andere Spielegrafik. Also, diese Entwickler, hammergeil. Hammergeil. It was a mousetrap, and there was a red origami Och, paper der arme Drache. dragon inside of it. Wir befreien ihn mal. Daniel carefully removed it. It was marvelous and beautiful. The only problem was part of its wing was damaged. Oh. But Daniel found a way to repair it. Das kriegen wir hin. Kann ich nicht den roten nehmen? Ja, der Drache ist wieder ganz.
Daniel held the repaired paper dragon high up in the air, imagining that it soared over all the world below. Das ist eine geile Story. Die finde ich schön. He played and played with the paper dragon. Wee! Woo! Dragon! Soar! In the warm afternoon sun, Daniel had to fight his eyelids just to keep them open. Das ist cool gemacht. Could it be? Or is this Aber mal all gucken, ob sich das just am a Ende auch wirklich als so dream? ein schönes SCP zeigt. Oder ob das auch wieder The böses next day, Erwachen hat. with boredom and loneliness weighing him down, he began to fiddle with the old radio. Our town is located in the plains, where earthquakes are not particularly common. Although there are 17 fault Erdbeben? zones Okay. around us, they are all inactive. Mhm. A scrunched up ball of paper rolled over to his feet. Where did this paper ball come from? Ja, wo kommt Just diese as Daniel Papierkugel went her? to pick it up, the ball suddenly came to life, and it rolled away. Daniel chased after it. Wir jagen jetzt die Papierkugel. Hey, bleib stehen, Papierkugel. Bleib stehen. Komm, ich krieg dich. Ich krieg dich. Halt. Just as he was about to seize the rolling paper ball, suddenly, terrible sparks erupted from it. WTF? Before his very eyes, the paper ball began to grow, bigger and bigger. At that moment, a red figure Der suddenly Drache, unser appeared. Freund. The red figure quickly subdued the paper ball and threw it into a cardboard box. Das sind so Kinderabenteuer. Also eigentlich, was so ein Daniel Kind sich so im studied the Kopf red figure carefully. ausdenkt. It had a sticker on its fluttering wing. It was the paper dragon. Ja, I wasn't dreaming. Thank you for saving me. Daniel was grateful and very happy. He walked closer to the paper dragon, but the paper dragon seemed timid and afraid. oh, der arme and backed away. Papierdrachen. Just then, Daniel had an Wir spielen idea. ein Lied. Glaube ich. Er hat ja die Flöte schon in der He Hand. took out his Ja. penny whistle and Die slowly Penny played a Whistle. tune. Das ist eigentlich schön. Das ist richtig schön. Das gefällt mir. Gar nicht so einfach. Aber cool. Richtig cool. The paper dragon enjoyed the sound very much. It began to move along with the rhythm, flipping up and down in the air. Ach, wie Soon the cool. two were playing and dancing, just like old friends. Die Geschichte gefällt mir. Die Geschichte gefällt mir. The paper dragon traced out a beautiful arc in the air, communicating with Daniel in a unique way. My cherished friend, Okay. after many long years, we finally meet again. Tell me, how has your family been? Wie geht's der Familie? Great thank you for playing that
music for me. You know how I love the beautiful rhythm of that instrument. But we ought to take precautions, as the room Der is Raum ist not nicht stable. stabil. Do you Okay. still remember how the room works? You're welcome to visit anytime. Okay. Die Stimme klang Piece of jetzt... paper then Naja, changed back into the nicht shape so of a paper vertrauenserweckend. dragon and flew into the cardboard box. The box closed shut, and a calm silence was restored to the attic. Daniel rushed to find a watercolor pen and marked the box with excitement in his fingertips. Hier. Be... Dragons. Over the next few days, the paper dragon came out often to play with Daniel. During this time, Daniel introduced many of his friends to the paper dragon. Okay. Welche Freunde denn? Ich dachte, er ist... That cat's name Ach, is die Mrs. Katze. Carter. Mrs. Carter. Ever since I Hallo, secretly Katze. fed her some Hallo, fish for Katze. dinner, we've been good friends. That's Duke. Duke. This is Jessica's Der ist pet. ja auch cool. He doesn't like rainy days or Mrs. Carter. Only smokes sausage. Verregnete Tage mag mein Hund auch nicht. And now we are friends too. My name is Daniel. What's your name? Mein Name ist Daniel. The paper dragon flapped its wings, as if it didn't understand him. Well, since you like the sound of the penny Wir whistle spielen so wieder much, Flöte. why don't I just call you Penny? Flöti! Flöti! I'll keep practicing to make it sound better. Daniel Oder and Penny Penny im then played Englischen. baseball Penny finde ich viel together in the cooler. attic. Von Let's Penny play Whistle. cat. Flöti. Hallo Flöti. Flöti. Ist das cool gemacht? Wie geil. Ich liebe dieses. Diese Episode ist geil. But just as they were in the middle of enjoying themselves, a violent shaking suddenly Oh, rose das from the Erdbeben. ground. Das Erdbeben. Oh. Sorry. The stubborn earthquake is back at it, folks, and it seems even stronger than last time. At this moment, the box suddenly shot open, What? and thick clouds of smoke billowed out, followed by several paper balls. Oh, die bösen Papierkugeln sind zurück. Die bösen Papierkugeln. Flöti, Penny schnapp attacked sie the paper dir. balls without a moment's hesitation, and promptly threw them back into the box. Penny then flew around in front of Daniel and rushed right back into the Wie box. cool, ey. As the box closed, the earthquake stopped. Facing a friend's farewell without a formal goodbye, Daniel felt confused and lost. Och, der arme Daniel. He moved the box to the center of the attic. Facing it, he practiced his penny whistle day in and day out. Er übte auf seiner Flöte, damit sein Freund Flöti zurückkommt. As the days went by, Daniel's playing became smoother. Okay. One day, the box suddenly began to move. Ah. Hm. Nanu? Da sind 2, mehr Drachen. 3, 4. This time there were 4 paper dragons. But they weren't alone. Enemies began to jump out of the box What? too. Oh. Ist das Kinderfantasie oder ist das wirklich ein SCP? Earthquake! Another earthquake! 5,8. It's reached a magnitude Das of ist schon ordentlich. 5.8. In that small attic, the 4 paper dragons fought fiercely against the paper balls. This time, the paper balls used new tactics. They clumped together into a single Eine monstrous monströse ball of paper. Papierkugel.
It began to shoot strong bursts of Nein, nicht electric Flöti! sparks at the paper dragons as they flew through the air. Nicht Flöti! Lass Flöti in As Ruhe! they were hit, the paper dragons fell from the air, one after the other. Seeing the injured paper dragons, Daniel felt very distressed and anxious. Natürlich! Just Welches Kind hätte da then, keine Angst? one of the paper dragons painfully started to fly and gathered the remainder of its power. The paper Whoosh. dragon transformed into a great beam of light and dove straight down to pierce through the monstrous paper ball. And then Was für eine came coole another Story. paper dragon. The monstrous paper ball was blasted to bits, exploding into smaller paper balls. Trembling, they struggled to escape back into the box. The sacrificed paper dragons were reduced die to armen swirling Drachen. shreds of paper, Das ist traurig. and Das a ist traurig. silence pervaded. Peace and tranquility were restored once again to the attic. Daniel saw the remaining 2 paper dragons lying on the floor, badly wounded. He rushed to grab some stickers and treated them at once. Können wir sie verarzten? Können wir sie retten? Komm schon. Flöti! Wir retten dich! Flöti, ich rette dich! Ja, Flöti! Yay! Und du hast noch keinen Namen, aber ich rette dich auch. Blauer Papierdrache. Suddenly, countless paper dragons began to gush from the box. The 2 wounded paper dragons were repaired. Yay! Wir haben sie gerettet! Like 2 colored threads, they merged with the other dragons, flying Ach, ist das in eine schöne unison. Geschichte. The dragons moved like a tide, flying freely through the attic. Ist das eine schöne Geschichte. Daniel eagerly took out his penny Und wir nahmen die whistle. Flöte zur He Hand. showed all his paper dragon friends the results of his hard work and practice. Ja, das war cool. Das war sogar alles getroffen. Oh, halt. Da kommt ja noch was. Da kommt ja noch was. Was ein schönes Lied. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich kann gerade nicht so viel reden. Ja. Zwei verfehlt. Das geht. Was ein In the schönes, sweet melody schöne of his Geschichte. playing, Und was für ein Daniel schönes felt Lied. himself enter into the world of dragons. Was? Wir gehen jetzt in die Welt der Drachen? Bewegen kann ich mich gerade nicht. Ah, es passiert automatisch. Oh, geil. Das ist Flöti. Hallo, Flöti. Ja, cool. The paper dragons merged into a long letter and floated down towards Daniel to tell their story.
Die Geschichte der Drachen. After the last war, the fantasy world Nach dem letzten enjoyed Krieg a war in der long Fantasiewelt spell lange of Zeit peace Friede and und Ruhe stability. eingekehrt. But now, Jetzt sind die the Riesen giants jedoch have zurückgekehrt. returned. They have launched Sie haben erbarmungslose ferocious Angriffe attacks, gestartet, trying to um invade durch den your Raum world in deine with Welt eindringen zu können. We are prepared Wir sind bereit für das to launch letzte the Gefecht. final defense. Then we will Aber have wir to werden deinen Raum destroy zerstören your müssen, room, for it is the weil er last den letzten remaining Zugangspunkt zu deiner Welt entryway darstellt. into your world. Please believe Bitte glaub uns, dass dieser Abschied nicht von Dauer sein wird. Das klingt ja schon traurig. we will not Wir be werden nur apart für eine forever, Zeit getrennt sein. and we Und will unseren never immerwährenden forget Auftrag, dich zu beschützen, our werden wir eternal nie mission vergessen. of protecting you. Okay. At that moment, the paper dragons flew back into the box. Daniel still couldn't fully understand what the paper dragons had meant, but he had a vague feeling in his heart that he may never see his new friends again. A few days later, Daniel's chickenpox had fully recovered. He could now play the penny whistle very, very well. But the paper Das ist dragons schade. never returned. Das ist schade. Ach so. Wir packen unsere Sachen. Maybe it was time to leave and move on. Earthquake warning! Ja, Magnitude 6.2! A massive earthquake is hitting our town! All Schon townspeople, wieder? please leave your houses 6,2? immediately and move to safe open spaces! Just Die then, Drachen. countless paper dragons Da sind sie shot wieder. from the cardboard box. However, it seemed like they were under attack. Oh Gott, die Drachen werden spinning angegriffen. and falling through the air in Nein! confusion. Arme Drachen. Komm schon. What's happening? Ihr schafft das schon. Daniel quickly grabbed the stickers out from his bag Wir müssen sie and did his retten. best to heal the injured paper dragons. Daniel, du kriegst das hin. Den retten. Den retten. Komm schon. Den da. Wo ist der nächste? Da hinten. Die kriege ich auch noch. So. Kriege ich auch wieder ganz. So. Komm. Wo? Da. Oh, die Papierbälle sind zurück. But the paper balls swarmed together and pushed Daniel away, subduing him firmly in the corner. He Rettet couldn't mich. move. Rettet mich, Drachen. Papierdrachen. Kommt zur Rettung. Suddenly, ominous clouds rose from the box, and a violent lightning flashed through the room. The figure of a giant slowly emerged from the thick clouds, and the entire attic became overwhelmed with its evil aura. The earthquake is growing stronger! Now with a magnitude of 7,1. Heaven almighty! Krass. Are we doomed? The giant unleashed its power maniacally. The paper dragons struggled against it, with no means of fighting back. Jetzt müssen wir retten. Können wir mit unserer At Flöte this irgendwas critical tun? moment, two paper dragons shined brilliantly. Together, they heroically crashed their bodies into the giant. Und? Daniel thought the giant had been defeated by the paper Nein, dragons. haben sie anscheinend But nicht. soon, he found that things would probably not be so simple. Die Geschichte ist The cool. giant's figure could still be seen in the thick Das ist smoke. auch was man seinen Kindern erzählen könnte. Terrible. Weil es halt echt The attacks auch of auf the kindliche paper Art dragons erklärt had wird. had no effect, and the giant had only grown stronger. It fought back with a new ferocity,
The paper dragons were simply no match for it. The earthquake is growing stronger still! The greatest disaster this town has seen in over 100 years! My heavens! Will this nightmare ever end? Übel. With the paper dragons now all but defeated, Flöti! Daniel spotted Flöti! a frail figure in the distance. Da ist Flöti! It was Penny. Es It war flew gently Flöti! in front of Daniel Rette mich, Flöti! and affectionately rubbed its head against his fingers, as if this whole crisis had never happened. Daniel felt like Penny was trying to tell him something, but he didn't quite understand what. Penny then left Daniel and soared into the air with a determination in its wings. Suddenly, the other paper dragons seemed to be summoned. They flew through the air, all together in unison, responding to the call without an ounce of hesitation. At that moment, Whoa! Penny turned into a great red beam and rushed Krass. fast towards the giant. The other dragons followed, shining together like a shooting star. Und sie greifen den Riesen an. At that moment, Daniel seemed to see a real dragon flying. No! A huge explosion from the impact drowned out everything else in the attic. Und das The war attic rained down with countless pieces das of Ende der paper, Drachen. the leftover scraps of the Oh, paper ist das dragons. traurig. Das ist traurig. Das Daniel ist wirklich wanted to traurig. collect all of the pieces. He thought he could still fix them. Das ist wirklich traurig. Der arme Daniel. Können wir die noch zusammenbasteln? Komm schon, Flöti. Ich rette dich. Goodbye, my friend. Ach nein, Flöti. Oh, das ist wirklich krass. The nightmare is over. The earthquake has stopped. With God's mercy, our town is safe. We thank you, Lord, for your protection. A few days later, the art festival was held as scheduled. Daniel attended the show with his penny whistle. Schon traurig. Also das ist echt eine traurige Geschichte. Definitiv. And now, Daniel Trevor will perform a penny whistle solo of a song titled Fly With Me. Fly with me. Ich werde jetzt nicht reden. Ich werde einfach den Song wirken lassen.
Einfach nur schön. Einfach nur schön. Das war eine tolle And that's how the SCP-Geschichte. story ends. Now, you might be wondering, what happened next? Are there still paper dragons in the world? Well, that's a difficult question to answer. But I believe that they are still protecting us somewhere in this world, Bei uns. just like they SCP promised they Foundation. would, forever, into eternity. Boah, war das eine geile Story. Das ist Gänsehaut. Gänsehaut, Leute. Gänsehaut. Das war Gänsehaut. Es war sogar Daniel Trevor. Daniel hat seine eigene Geschichte erzählt. Es war Daniel. Ah, was für schön. Wie schön. Dr. Daniel, leitender Direktor. Ah. Er hat an den Drachen geforscht. Cool. Ich finde diesen SCP, der ist richtig cool. Ich finde, das war mal ein schöner SCP. Das war richtig toll. Das war eine schöne Geschichte. Ich bin jetzt einen Monat hier und habe mich komplett eingearbeitet. Obwohl meine Aufgabe einzig und allein darin besteht, Archivakten zu bearbeiten, wird die Arbeit nie langweilig. Abgesehen von ein paar absurden Witzen sind die meisten Archive sehr faszinierend. Ich habe seit kurzem Halluzinationen. Es kommt mir so vor, als würde mich jemand rufen. Eine tiefe und schleierhafte Stimme. Sie erwecken den Anschein, Kontakt zu mir aufnehmen zu wollen, aber ich verstehe kein einziges Wort. Tatsächlich hatte ich vor, einen Arzt aufzusuchen, aber Zoe meinte, ich hätte das typische Neuling-Syndrom, das in ein paar Tagen von selbst wieder verschwinden würde. Ich hoffe wirklich, dass das stimmt. Damit verabschiede ich mich von dieser Runde SCP Secret Files. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt gern ein paar Kommentare zu dieser geilen Drachenstory. Also, das mit den Drachen war ja wirklich genial. Es war ja wirklich genial. Und ich fand diese ganze Geschichte einfach nur so, ja, es passte nicht ins Bild, es war aber so richtig herzergreifend und ich fand's schön und ich hatte auch echt eine Gänsehaut am Ende. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei SCP Secret Files. Und wie gesagt, lasst gerne ein paar Kommentare da und vielleicht ein Abo.